Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. In diesem Video zeige ich euch einen Hilfsgriff für den Ton Fis auf einer F-Blockflöte bzw. Cis auf einer C-Blockflöte, mit dem ihr euer Blockflötistenleben sehr erleichtern könnt. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, in diesem Video geht es um einen Griff-Hack, also ein modernes Wort dafür, dass es ein Grifftrick ist oder ein Tipp, ein Kniff, wie ihr das besser, einfacher machen könnt. Und zwar das Daumenfis. Auf der Altblockflöte zumindest, auf der Sopranblockflöte oder allen anderen C-Blockflöten ist es natürlich das Cis, also dieser Griff mit nur den 2 Fingern hier oben. Warum nenne ich den Hilfsgriff dafür Daumenfis? Weil beim Hilfsgriff, den ich euch jetzt zeigen möchte, statt dieser beiden Finger hier oben nur der linke Daumen auf seinem Loch ist. Also tatsächlich keine anderen Löcher geschlossen, außer der linke Daumen. Und wenn ihr das mal ausprobiert, das ist eben auch ein Fis. Wenn man genau hinhört, ist es ein bisschen tiefer, zumindest so kenne ich das eigentlich bei den meisten Blockflöten. Aber das ist noch im Rahmen und im Vergleich zu manchen anderen Hilfsgriffen, die ich jetzt eher nur als Pianogriff verwenden würde, ist er auch von der Klangfarbe her schön und nicht gedeckt oder dumpf. Und ich finde, diesen Griff kann man dann sehr gut einsetzen, statt des normalen Griffes. Wann kommt euch das jetzt zugute? Warum solltet ihr das Fis so greifen statt so? Wenn ihr zum Beispiel in einem Stück ein Fis drin habt, also ein Kreuz als Vorzeichen, dann kann es passieren, dass ihr einen Triller spielen müsst vom Fis aus zum E. Also hier in diesem Beispiel von Mancini ist die Schlussnote E und die wird getrillert. Wir haben hier ein Kreuz als Vorzeichen, das heißt, der Triller steht auf dem E, das ist ein hochbarockes Stück, da trillern wir in der Regel von oben. Also beginnt der Triller mit dem Fis. Und wenn ihr das mal mit dem normalen Griffwechsel probiert, Fis und E, das wird eine knifflige, unangenehme Sache. Und da kommt jetzt dieses Daumenfis ins Spiel. Wenn ihr das nämlich verwendet, habt ihr erstmal nur den linken Daumen drauf und braucht dann nur noch mit dem Zeigefinger zu trillern, was die Sache natürlich erleichtert. Jetzt kann es vorkommen, das ist sogar relativ häufig, dass ihr vor so einer Stelle, vor diesem Triller, schon ein Fis habt. Das zeige ich euch mal hier in dem Beispiel von Loyer. Da haben wir auch ein Kreuz fürs Fis als Vorzeichen und da ist vor der Schlussnote, die ja mit Fis beginnen muss, der Triller muss mit Fis beginnen, ist auch schon ein Fis. Und da würde ich euch empfehlen, bei diesem Fis vorher, was noch nichts mit dem Triller zu tun hat, doch den normalen Griff zu verwenden und dann umzusteigen ab dem Triller auf das Daumenfis. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, natürlich auch bei dem vorherigen Fis schon auf Daumenfis umsteigen. Aber ich denke, das ist kniffliger, weil ihr dann den Wechsel von dem G zum Fis habt. Und da ist es wiederum unangenehm, wenn man da das Daumenfis verwendet.
empfinde ich das jedenfalls. Aber das würde eben auch gehen. Wichtig, wenn ihr das Daumenfizz oder auf der Sopranblockflöte Cis üben wollt, probieren wollt, dass ihr eine insgesamt aufrechte Haltung habt und dass ihr auch die Blockflöte hoch genug haltet, damit sie ihre Stützpunkte haben kann mit der Unterlippe, also mit dem Mund und dem rechten Daumen, der die Flöte gut stützt. Wenn ihr das zu tief haltet, dann fällt euch die Flöte natürlich runter. Ja, und eine Stelle, wo das sich sehr anbietet, wie ich finde, das Daumenfizz, ist in dem Konzert von Telemann in E-Moll für Blockflöte, Traversflöte und Streicher. Da habt ihr im zweiten Satz, im Allegro, also mehrere fiese Stellen mit dem Griffwechsel E-Fizz, aber diese hier, die finde ich besonders geeignet für das Daumenfizz. Da habe ich euch mal dran geschrieben, wo ich jetzt selbst das Daumenfizz verwende und wo das normale. Ihr seht, an einer Stelle habe ich das in Klammern mit dem Normalgriff, also D ist Daumenfizz, N ist normales Fizz. Und an der Stelle ist es so, ja, ein bisschen Geschmackssache, welches man dann nimmt. Ich finde es einfacher da, das Normale zu nehmen, weil ihr dann eben auch wieder diesen Wechsel Fizz-G habt, der ja fies sein kann. Dann würde ich sagen, geht doch mal selbst auf die Suche nach Stellen, wo ihr Probleme hattet, ab jetzt nicht mehr hoffentlich, mit diesem Wechsel Fizz zu E und schaut mal, ob ihr da einen Daumenfizz zumindest teilweise anwenden könnt. Also auf der Sopranblockflöte oder Tenorblockflöte, wie gesagt, wäre das der Wechsel vom Cis zum H dann. Ja, ich bin gespannt, ob das jetzt neu für euch war, beziehungsweise ob ihr damit zurechtkommt, ob ihr es mal ausprobieren möchtet. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Denkt dann bitte dran, das kleine Glöckchen anzuklicken, damit ihr auch Bescheid bekommt, wenn es ein neues Video gibt. Das ist alles vollkommen gratis. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächsten Freitag. Ich freue mich auf euch. Tschüss.